Beißen ist bei uns Beißen. Okay. Reißen, Reissen, also die Okay. Lautverschiebungen sind nicht. Und das heißt aber dann im Alltag begegnet mir eigentlich in der Schweiz kein Hochdeutsch, oder? Wenig. Ja. Wenig, ja. Und das ist das Problem von den Personen, die bei uns einwandern und Deutsch lernen. Genau. Wisst ihr, wie das Schweizerdeutsch klingt? Und spricht man in der Schweiz eigentlich Standarddeutsch oder Dialekt? Was sind typische schweizerische Wörter? Und verstehen SchweizerInnen uns ÖsterreicherInnen? Das sind nur einige der Fragen, die wir heute mit Silvia vom Instagram-Kanal Deutsch lernen in der Schweiz klären. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ihr lernt also ganz viele spannende Fakten über die Schweiz und das Deutsch in der Schweiz. Und wir sprechen im Interview 100% in unseren Dialekten. Also Verena und ich sprechen unseren Dialekt aus dem Bundesland Salzburg und Silvia spricht ihren Dialekt aus dem Kanton Zürich. Wenn ihr noch Schwierigkeiten habt, uns zu verstehen, dann aktiviert euch ganz einfach die Untertitel. Los geht's! Hallo Silvia, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Hallo zusammen, mir geht's gut und euch? Mir geht's auch gut. Ja, mir geht's auch sehr gut. Und ich freue mich voll, dass wir halt mit dir ein bisschen quatschen können. Ja, das ist mega. Ich tue so gern mit Österreich kommunizieren. Das freut uns sehr, weil wir sind voll gespannt, weil wir sind draufgekommen, wir wissen relativ wenig eigentlich über die Schweiz oder über das Deutsch in der Schweiz. Ja. Und jetzt wollten wir gleich, vielleicht steigen wir mal ein. Kannst du mal kurz sagen, wer bist du und was machst du auch mit dem Deutsch in der Schweiz? Vielleicht eine kurze Vorstellung. Also ich bin 59. Ich habe Familie, erwachsene Kinder und ich unterrichte an einer Schule in Zürich Hochdeutsch, Standarddeutsch. Aber natürlich fließt da immer wieder Dialekt ein, weil Schweizerdeutsch ist bei uns sehr, sehr wichtig. Okay, aber das heißt Standarddeutsch vor allem aber auch das Schweizerdeutsch vermittelst du beides? Genau, also wir haben auch so Lehrmittel, wo beides ist. Also es gibt das Schritte, das ist das Bekannte, das ist ja für Österreich, Schritte, das genau. gibt es aber auch für die Schweiz. Und da hast du dann dafür dann auch deinen Instagram-Kanal, also du bist ja auch online präsent. Wie ist dazu gekommen? Genau, also meine Teilnehmenden möchten ja mehr Schweizerdeutsch lernen, als es möglich ist im Unterricht. Und so hat das angefangen. Ich habe so ganz klein auf Facebook angefangen und das ist gewachsen und es ist mir fast über den Kopf gewachsen. Unerwartet. Aber es macht natürlich auch grossen Spass. Eben, es ist ja etwas, man brennt für eine Sprache, das sieht man bei euch auch. Ihr brennt für euren Dialekt. Ja, voll. Ja, das stimmt. Und wie ist es eigentlich, weil wir, also erstens mal, das kriegen wir nämlich, oder haben wir auch gerade letzte Woche gefragt gekriegt, ob uns die Schweizer und Schweizerinnen verstehen. Wie ist das? Versteht ihr uns? Wir verstehen euch sehr gut, sofern ihr nicht irgendwie aus einer Ecke in Österreich kommt, wo der Dialekt wirklich schwieriger wird. Ja. Und dann wir uns wahrscheinlich auch schwer, wenn es ein sehr starker Dialekt in Österreich ist, ja. Okay. Wisst du da, Silvia, welche Region das wäre, wo du sagst, das verstehst du nicht mehr? Kann ich gar nicht sagen. Ist es vielleicht in der Richtung vom Tirol? Das Tirolisch, okay, interessant. Es ist der Dialekt, der eigentlich das gleiche Rauchen CH spricht. Ja. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig. Ich hätte nämlich doch, dass das eher das ist, das du besser verstehst, oder in der Schweiz. Das, Also das CH, das ist mir bekannt, aber manchmal einfach die Ausdrücke sind mir nicht so geläufig. Voll, ja. Das ist ziemlich schwer, das merken wir auch, dass wenn wir in ein anderes Bundesland fahren, dass da die Begriffe da auch schon so unterschiedlich sind, dass wir das teilweise gar nicht verstehen. Ja. Und das beruhigt mich. Ja. Aber apropos so Unterschiede, Silvia, kannst du vielleicht so einen Überblick kurz geben, was macht das Deutsch in der Schweiz anders oder besonders einfach? Was sind da so Unterschiede? Genau, vielleicht so einen kurzen Überblick.
Also zum Standarddeutsch, der Unterschied ist, das Schweizerdeutsch ist eine alemannische Sprache, ja. Also es hat sehr viel, in Anführungszeichen, altmodisch anmutende Wörter drin. Wir haben gewisse Lautverschiebungen nicht mitgemacht. Also ein Beispiel Beißen ist bei uns Beißen. Okay. Reißen, Reissen, also die Lautverschiebungen sind nicht. Wir haben sehr viel Französisch drin. Okay. Wir haben also die französische Schweiz auch. Also das Glacé, das Eis. Und das Velo, oder? Gibt es fürs Rad? Velo, genau. Das hat man nicht gemerkt. Portemonnaie für die Geldbörse. Der Jupe für den Rock. Okay. Genau. Also wir haben sehr viel so französische Gallizismen. Wie ist das in der Schweiz? Weil bei uns schon eben in der Schule wird österreichischer Standarddeutsch unterrichtet. Und wir sind aber so aufgewachsen, dass wir in der Familie zum Beispiel nur Dialekt geredet haben. In der Arbeit ist halt unterschiedlich. Es gibt Arbeitsstellen, wo man eher Standarddeutsch sprechen sollte. Ich persönlich rede auch in der Arbeit Dialekt. Wie ist das in der Schweiz? Ich glaube, das ist noch ganz ähnlich. Also Schweizerdeutsch ist ja die Herzenssprache, sicher die Familie- und Freundessprache, aber auch auf der Arbeit. Sind wir im Schweizerdeutsch eigentlich daheim, ausser es ist eine Firma, eine deutsche Firma, dann ist klar, dann ist Standarddeutsch. Aber normalerweise, also auch Bewerbungsgespräche oder offizielle Gespräche auf der Einwohnerkontrolle in der Gemeinde, das ist alles Schweizerdeutsch. Also das ist sehr wichtig. In der Schule, im Unterricht lernen wir Standarddeutsch. Ja. Und der Lehrer oder die Lehrerin, wie spricht sie mit den Schülern? Das ist dann wieder Schweizerdeutsch. Genau, es gibt Lehrer, die wechseln ständig. Also die haben Mathematik ist zwar auf Hochdeutsch, auf Standarddeutsch, aber wenn sie dann etwas erklären wollen, dann machen sie es trotzdem auf Schweizerdeutsch. Und das heißt aber dann im Alltag begegnet mir eigentlich in der Schweiz kein Hochdeutsch, oder? Wenig. Ja. Wenig, ja. Und das ist das Problem von den Personen, die bei uns einwandern und Deutsch lernen. Genau. Hilft da nicht weiter. Genau, das ist gleich in Österreich, oder? Ja, genau, ja. Wobei, das wollte ich nämlich jetzt gerade fragen, weil bei uns ist ja schon zum Beispiel die Nachrichten, Radio überwiegend ist schon dieses Standarddeutsch, schon die österreichische Varietät, aber immerhin Standarddeutsch. Wie ist das in der Schweiz? Ist da sogar der Radio oder das Fernsehen, die Nachrichten im Schweizerdeutsch? Das kommt darauf an. Also die offiziellen Landessender, die senden auf beide Nachrichten, das ist in Standarddeutsch. Interview kann sein, dass es auch mal auf Schweizerdeutsch ist. Dann gibt es noch die lokalen Fernsehsender oder Radiostationen, dort ist klar, dort gibt es kein Hochdeutsch. Das wird nicht anders sein in Österreich. Ja. Und natürlich Printmedien, das ist in Hochdeutsch. Aber WhatsApp-Nachrichten, das schreiben wir sicher gleich wie in Österreich auf Dialekt. Ja, genau, total. Ja, immer. Oder wir machen eigentlich so einen Mix, oder? Ich schreibe ab und zu so, es geht oft schneller, wenn ich Standarddeutsch schreibe, aber das Typische, die Verkürzungen sind immer, wenn ich schreibe eigentlich. Ja. Wir hoffen, dass ihr das Interview genauso spannend fandet wie wir. Einmal mehr haben wir gesehen, wie wunderbar vielfältig das Deutsche ist und wie verschieden es klingen kann. Lasst uns gern eure Eindrücke des Interviews unten in den Kommentaren wissen. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Und ganz wichtig, es gibt einen zweiten Teil mit Silvia. Dort sprechen wir mit Silvia über typische Begrüßungs- und Verabschiedungsformeln in der Schweiz. Ihr lernt außerdem, was typische grammatikalische Phänomene in schweizerischen Dialekten sind. Wir sagen wie immer, danke, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video wieder. Bis dahin, wie immer nicht vergessen, gemeinsam auch Deutsch und Dialekt in Österreich und heute in der Schweiz. Doppelt so viel Spaß. Man fühlt sich ein bisschen ausgegrenzt, würde ich sagen, wirklich, wenn man nicht so versteht.